Machen Sie sich zunächst mit dem Plan vertraut. Sehen Sie auf dem detaillierten, computergenerierten Installationsplan nach, wo die einzelnen Elemente platziert werden sollen. Markieren Sie die Position für den Thermostat ca. 1,5 Meter über dem Unterboden an einer vor Sonnenlicht und Zugluft geschützten Stelle. Bohren Sie zur Installation einer Standardanschlussdose für den Thermostat ein Loch von 65 mm in die Wand. Bohren Sie unterhalb des Thermostats, möglichst nah am Betonunterboden, 2 Löcher. Bei Betonwänden können Sie den Kabelkanal mit einer Kreissäge vorschneiden, den Beton mit einem Meißel herausschlagen und die Kabelführungen darin verlegen. Reinigen Sie den Unterboden mit einem Staubsauger. Achten Sie darauf, Staub und Schmutz restlos zu entfernen. Bringen Sie um den zu beheizenden Bereich herum unbedingt einen Randdämmstreifen an der Wand an. Dieser dient auch als Dehnfuge. Zwischen 2 unabhängigen Fußbodenheizungen oder an der Grenze zu unbeheizten Flächen müssen ebenfalls Randdämmstreifen angebracht werden. Schieben Sie die Kabelführungen in die Anschlussdose hinein und setzen Sie diese in die Bohrungen in der Wand ein. Beginnen Sie mit dem Verlegen der Wärmedämmplatten. Die Wärmedämmplatten senken den Stromverbrauch der Fußbodenheizung. Bei Bedarf kann T2 Blue aber auch direkt auf dem Betonunterboden verlegt werden. Bohren Sie 8 Löcher durch die Platten bis in den Unterboden, 2 in der Mitte und 6 am Rand. So bekommen die Platten optimalen Halt. Fixieren Sie die Platten mit Isolationsfixierstiften. Auf Holzunterböden können Sie die Wärmedämmplatten verschrauben. Verwenden Sie dabei anstelle der Isolationsfixierstifte die Isolationsunterlegscheiben. Schneiden Sie die Platten am Rand des Verlegebereichs mit einem Messer zu. Verlegen Sie Wärmedämmplatten auf dem gesamten Verlegebereich. Verlegen Sie die Platten mit einem Versatz von mindestens 15 cm und achten Sie darauf, dass die Platten keine Dehnfugen überdecken. Messen Sie den Isolationswiderstand mit einer Mindesttestspannung von 500 Volt. Wir empfehlen eine Testspannung von 2500 Volt. Das Ergebnis sollte mehr als 100 Megaohm betragen. Tragen Sie das Testergebnis ins Inbetriebnahmeformular ein. Messen Sie den Widerstand des Heizkabels,
und vergleichen Sie den Messwert mit dem Sollwert in der Referenztabelle. Überkleben Sie die Stöße zwischen den Platten mit einem Netzband, damit es später nicht zu Spannungen im Bodenaufbau kommt. Markieren Sie den Verlauf des Heizkabels auf den Wärmedämmplatten. Ziehen Sie den Fußbodensensor durch die Kabelführung. Vergessen Sie nicht, die Endkappe anzubringen. Verkleben Sie die Kabelführung zwischen zwei Kabelbahnen auf einer Wärmedämmplatte. Führen Sie nun das Heizkabel zur Anschlussdose für den Thermostat. Führen Sie ein Ende des Heizkabels durch die vertikale Kabelführung hinauf zur Anschlussdose für den Thermostat. Verkleben Sie das Heizkabel auf den Wärmedämmplatten. Gehen Sie vorsichtig mit dem Spleiß zwischen dem Kaltleiter und dem Heizkabel um. Biegen Sie die Stelle nicht, sondern achten Sie darauf, dass sie gerade auf dem Boden zu liegen kommt. Halten Sie einen Abstand von 50 mm zur Wand und von mindestens 50 mm zwischen zwei Kabelbahnen ein. Verlegen Sie das Heizkabel auf der gesamten Fläche. Messen Sie noch einmal den Isolationswiderstand mit einer Mindesttestspannung von 500 Volt. Wir empfehlen eine Testspannung von 2500 Volt. Das Ergebnis sollte mehr als 100 Megaohm betragen. Tragen Sie das Testergebnis ins Inbetriebnahmeformular ein. Messen Sie den Widerstand des Heizkabels und vergleichen Sie den Messwert mit dem Sollwert in der Referenztabelle.